Hallo ihr Lieben! Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfache Upcycling-Kerzen aus Toilettenpapierrollen und Kerzenresten basteln könnt. An Material benötigt ihr Kerzenreste, zum Beispiel von Kerzen, die nicht ganz abgebrannt sind. Wenn ihr selbst davon nicht so viele habt, fragt bei Familie und Freunden nach, die sammeln sicher für euch. Außerdem benötigen wir einen Docht und Toilettenpapierrollen. Ich habe jetzt hier mal 4 Toilettenpapierrollen genutzt. Damit kann man dann ideal Kerzen zum Beispiel für einen Adventskranz machen. Zusätzlich nutze ich jetzt hier noch ein Blatt Papier, ein Stück Pappe geht auch und einen Klebstift. Als Werkzeug brauchen wir außerdem einen Stift oder einen Pinsel, wo wir den Docht dran festknoten können, eine Blechdose zum Wachsschmelzen und einen Topf oder ein Stöfchen. Die Toilettenpapierrollen klebe ich jetzt alle auf dem Papier fest. Das dient nur zur Sicherheit, damit sie nicht umkippen und der Wachs nicht gleich wieder unten rausläuft. Dann messe ich jetzt den Docht ab. Er muss natürlich länger sein als die Toilettenpapierrolle und im Idealfall so lang, dass wir ihn hier oben an unseren Zahnstocher knoten können. Statt eines Zahnstochers kann man aber auch einen Pinsel nehmen oder einen Stift. Hauptsache, man hat irgendetwas, um den Docht daran zu knoten. Hier sieht man ganz gut, dass der Docht leider nicht nach unten hängt. Das heißt, er geht jetzt am Rand der Toilettenpapierrolle entlang, was für eine Kerze natürlich nicht ideal wäre. Aber das Problem lösen wir gleich. Jetzt nehmen wir uns unsere Blechdose und machen hier die Kerzenreste rein. Man schmilzt immer nur kleinere Portionen an Wachs und kann so auch wunderbar mehrfarbige Kerzen bekommen. Also einfach das Wachs in die Blechdose und dann entweder im Wasserbad erhitzen oder auch auf einem Stöfchen. Hier in meiner Blechdose ist jetzt unten das Wachs schon geschmolzen. Das heißt, ich tauche einmal den Docht unten in das geschmolzene Wachs ein und ziehe ihn dann mit den Fingern gerade. Das Wachs erkaltet ganz schnell und nun hängt der Docht auch gerade nach unten, wenn ich ihn in die Toilettenpapierrolle stelle. Ist sogar ein bisschen zu lang, das macht nichts, einfach nochmal abschneiden. So, jetzt ist er ganz gut positioniert. Das gleiche machen wir natürlich auch mit den anderen 3 Dochten. Wenn der Docht jeweils gerade in der Toilettenpapierrolle hängt, können wir anfangen, die Kerzen zu gießen. Dazu gieße ich im ersten Schritt nur einen Boden für die Kerze. Wenn man gleich die ganze Rolle bis oben hin voll gießt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Wachs doch unten wieder rauskommt. Aber wenn wir jetzt nur einen kleinen Teil eingießen, also nur den Boden der Kerze, ist das gar kein Problem. Die Kerze lassen wir dann kurz abkühlen und gießen direkt die nächste Schicht auf. Die Kerze zwischendurch abkühlen zu lassen ist wichtig, weil ihr sonst nicht so schöne Farbunterschiede bekommt. Ihr seht, ich versuche hier relativ gleichmäßig in die Toilettenpapierrollen zu gießen, also jeweils immer die gleiche Menge. Dann kann man die Kerzen auch ideal für einen Adventskranz nutzen, weil sie alle die gleiche Musterung haben. Achtet darauf, dass ihr ganz zum Schluss noch etwas Wachs übrig habt, denn wenn die Kerzen
abkühlen, gehen sie meistens noch ein bisschen nach innen. Das heißt, ganz zum Schluss muss man oben noch mal ein bisschen aufgießen. So, das wäre geschafft. Und wenn die Kerzen jetzt komplett abgekühlt und ausgekühlt sind, können wir sie aus den Papierrollen befreien. Man sieht hier richtig, wie das Wachs auch in die Toilettenpapierrollen reingezogen ist, aber das ist gar kein Problem. Einfach vom Papier lösen und dann die Toilettenpapierrolle aufreißen. Das geht super einfach und gerade deswegen nutze ich auch sehr gerne Toilettenpapierrollen zum Kerzengießen, weil man im Gegensatz zu anderen Formen einfach gar kein Problem hat, sie aus der Form herauszubekommen. So, das sieht doch wirklich schön aus. Auch die unterschiedlichen Farben durch die verschiedenfarbigen Kerzenreste gefallen mir sehr gut. Dann packen wir doch gleich mal die zweite aus. Und die sieht doch mindestens genauso schön aus. Tatsächlich ist Kerzengießen in Toilettenpapierrollen extrem einfach und bei mir gab es noch nie irgendwelche Schwierigkeiten. Weshalb das hier auch meine liebste Technik für Upcycling-Kerzen ist. Ich habe euch aber auch schon ein paar andere gezeigt, zum Beispiel für Upcycling-Schwimmkerzen oder die große Adventskerze mit 24 Farbstreifen aus einer Chipsdose. Schaut da einfach nochmal in die anderen Tutorials rein. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dann!